Hallo Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch ein Auto vor, was wie ihr seht schon ausgepackt ist, denn zu diesen VW Phaeton der ersten Generation habe ich leider keinen OVP, keinen Karton dabei. Ich habe mir das Auto damals ohne gekauft, weil es recht günstig war. Mehr dazu nach dem Intro. Ja Leute, hier ist das Modell und ich muss dazu sagen, ich hatte dieses Modell schon mal in meinem Leben gehabt, allerdings war es die blaue Version, also die dunkelblaue. Die hat mir auch sehr gut gefallen, allerdings wisst ihr ja, schwarz, helle Ausstattung gefällt mir natürlich noch einen Tick besser. Und deswegen habe ich hier damals zugegriffen, obwohl keine OVP vorhanden war. Schauen wir uns mal die Front an. Phaeton typisch, sehr edel, sehr schlank im Prinzip. Haben wir das VW-Logo. Die Querstreben, verchromt natürlich, und wir haben hier die markanten Frontscheinwerfer des Phaetons und ich zeige euch mal den Motorraum. Ja. So. Der hält von selber leider nicht mehr, aber man kann gut erkennen, dass es sich um einen großen Motor handelt, nochmal ein VW-Logo zu sehen und die Befüllstutzen. Und man steht sogar drauf, dass es der W12er ist. Na halt doch. Und zwar ist das natürlich ausreichend motorisiert. Und soweit ich weiß, hatte das mal einer unserer Bundeskanzler. Wenn mich nicht alles täuscht, war das sogar Herr Schröder. So, mal wieder zu. Kommen wir zur Seite und hier sieht man die markante Form des Phaetons. Die hat mir damals seit Anfang an immer sehr gut gefallen, weil es VWs auch erste Luxuslimousine war, die sie gemacht hatten, und da waren ja viele Leute skeptisch und gesagt haben, das wird nichts, VW ist ein Volkswagen und es wird nie Absatz geben. Bedingt hatten sie nur recht, also so wenig wurden, glaube ich, gar nicht verkauft. Ich sehe heute noch ganz viele rumfahren, auch von der neueren Generation. Und scheinbar ist ja in China das Auto beliebter, deswegen kommt ja jetzt auch so eine Art von Nachfolger raus, nur heißt der Fidion. Ja, hier die Langversion. Die Räder sehen auch sehr gut aus. Hätte ich vielleicht noch etwas edler gemacht, aber ist immerhin hier noch ein VW, ne? Das Heck ist auch eines meiner Favoriten immer gewesen, weil irgendwie sieht es trotzdem dem VW-Logo, was man ja eigentlich damals zumindest für Mittelklasse verbunden hat, sieht das Heck für mich auch sehr, sehr nach Oberklasse aus. Kann man nichts sagen, gefällt mir sehr gut. Schauen wir mal in den Kofferraum rein. So. Und hier drin ist auch wieder mit Imitat ausgekleidet, Teppichimitat oder Filzstoff, je nachdem, wie man das nennen möchte. Fühlt sich sehr gut an. Ist auch sehr edel aufgemacht. Hier unten sieht man sogar Rillen vom Kofferraum Teil. Hier nochmal die Rückleuchten mit eingearbeitet im Kofferraum und natürlich das VW-Logo. Und wir können es unschwer erkennen, hat er hier 4 Auspuffendrohre. Und das sieht natürlich stattlich aus. So, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal den Innenraum. Bevor ich euch den aber zeige, hier oben nochmal, wir haben ein Schiebedach. Und jetzt schauen wir mal rein. Und ihr seht schon, das sieht sehr, sehr, sehr schick aus. Hier mit dem Holzlenkrad, die Tür und die Pedale, auch die Elektronik am Sitz ist bedacht worden. Die große Mittelkonsole, die sich dieses ganze Auto erstreckt, ist natürlich auch da mit dem Multifunktionssystem. Kann man auch gut erkennen. Schauen wir mal hinten rein. Und das ist natürlich auch für eine Luxuslimousine oder Oberklassenlimousine, je nachdem, sehr gut und durchaus akzeptabel. Und innen drin haben wir natürlich wieder im Fußraum auch Teppich bzw. Filz. Schauen wir nochmal hinten in die Hublablage rein. Nochmal von der anderen Seite.
Hier. Das ist schon edel. Hier kann man auch nochmal die Lüftungsdüsen, beziehungsweise ich glaube es sind Becherhalter, erkennen. Und nochmal Zugriff aufs Entertainment-System. Einschnallgurt haben wir natürlich auch hier. Und vorne auch im Prinzip ähnlich wie auf der Fahrerseite natürlich. Und in der Mitte kann man sogar die Uhr sehen, sehe ich gerade. Das war nämlich damals ein besonderes Feature, was man nämlich, was heute auch Rolls-Royce anbietet, nämlich verblenden kann. Beziehungsweise, dass das Holz da runtergeklappt werden kann. Ja, also im Großen und Ganzen ist es ein durchaus schönes Modell. Und ich hatte am Anfang vergessen zu sagen, aber stand ja in dem Bauchtitel drin, dass die ganze Karosse natürlich 1:18 ist und von der Firma AutoArt. Und ich weiß gar nicht, wie alt das Modell jetzt schon selber ist, aber ist natürlich noch Metall. Und ja, also wie gesagt, in meiner Sammlung hat es einen Platz gefunden. Ich bin natürlich immer noch auf der Suche nach einer OVP. Wenn ihr eine besitzt, von den schwarzen Vätern, Dealer-Edition natürlich, wäre toll, wenn ihr mir Bescheid gebt. Ich würde sie nämlich gerne nehmen. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir bitte Feedback, schreibt einen Kommentar, liked das Video und abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich freue mich immer über neue Leute. Und natürlich auch über aktive Zuschauer, ist ja klar. Ich wünsche euch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video anguckt. Und freut euch aufs nächste Video. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss.